Was geht ab? Uhr ist am Start und nein, das ist keine Falte, das ist der Abdruck meiner Schlafmaske. Dementsprechend, wenn man jetzt A und B zusammenzählt, kommen wir darauf, dass es Samstagmorgen 8 Uhr früh ist und ich euch zu einem Full Day of Eating aus der Off-Season willkommen heißen darf. Ja, die Off-Season ist angebrochen, dementsprechend werde ich auf jeden Fall etwas mehr genährt und etwas mehr gefüttert vom Coach. Was es heute alles gibt und wie der Tag aussieht, das seht ihr heute in dem Video. Viel Spaß! Und wie jeder Tag fängt auch dieser Tag an mit erstmal einer Pulle Wasser. Ihr wisst, den Körper mit Wasser zu versorgen ist mitunter das Wichtigste, dem Körper genug Flüssigkeit zu geben, um zu arbeiten. Und deswegen fluten wir hier erstmal den guten Körper rein mit 1,5 Litern auf euch. Und bereiten jetzt die Monster Mash zu. Aber die erste Amtshandlung am Morgen ist erstmal den guten alten Wasserkocher voll zu machen. Denn es gibt bei mir auch gerade in der Erholungsphase, Schrägstrich im Aufbau, einiges an Tee. Ihr wisst ja, der Bär ist zum Tee-Lover geworden. Ich bin schon wie so eine Omi, Alter. Morgens erstmal ein Tesslek Tee und nachmittags noch einen Kaffee und Kuchen. Und ein bisschen Brennnesseltee lade ich mir auch. Und dafür brauchen wir kochendes Wasser. Die Ingwerze, die darf natürlich auch nicht fehlen im Tee. Und davon gieße ich mir auf jeden Fall erstmal 2 dicke Shaker auf. Und bereite dann die Monster Mash zu. Dafür brauchen wir aber auch kochendes Wasser. Check, jeden Morgen ein Muss in der Küche. So, das Wasser ist gekocht, der Tee ist gestellt. Jetzt wird die Monster Mash zubereitet. Nehme ich jeden Morgen meine nüchternen Supplements ein und trinke meinen Pre-Cardio-Drink. Ansonsten gibt es heute auf jeden Fall Futter zu sehen, denn das bringt den Aufbau voran. Und wenn es um Aufbau geht, dann muss auch der Name Monster Mash fallen und im Zuge dessen auch Alices Omas Topf, der legendäre, der einzig wahre, meine Freunde. Und den klatschen wir auf die Waage. Mein neues Secret auf jeden Fall, was ultra geil ist, was ich früher als Kind schon oft gegessen habe und jetzt einfach wiederentdeckt habe, sind die guten alten Buchweizenflocken. Und damit machen wir jetzt die Monster Mash. Und zwar ein 50-50 Kombo. 50 Gramm Buchweizenflocken und 50 Gramm Haferflocken. Und die kommen hier rein in Omas Topf. Einfach eine übertrieben geile Kohlenhydratquelle. Geschmacklich muss man sich dran gewöhnen, aber ihr wisst ja, der Shit soll wirken und nicht schmecken. Aber ganz ehrlich, die Monster Mash am Ende in Kombination mit allem schmeckt dann auch wirklich geil und ja, ist auf jeden Fall wirklich stabil für den Aufbau. Ich brate nebenher Eiklar und ein Ei in der Pfanne an. Das wird dann am Ende mit untergehoben, gemeinsam mit den Flohsamenschalen hier und die weiteren Gamechanger, Leinsamen und einem weiteren Gamechanger, Chiasamen. Ja Mann, ich bin hier richtiger Veganer geworden, Alter. Nee, aber hilft einfach sehr der Verdauung und allem. Wer auf jeden Fall wissen will, was alles genau in der Monster Mash drin ist, der kann auf jeden Fall Alices Kochbuch holen. Ist unten drin verlinkt und kann sich da auf jeden Fall geile Rezepte für den Aufbau rausholen. Gute Investition für euch selbst, um da auf jeden Fall stabiler zu werden.
So, meine Freunde, so sieht das fertige Ding aus. Die Monster Mash ist zubereitet und die findet jetzt ihren Weg. Und zwar zum Abkühlen. So, der Gerät wird hier abgestellt und für den ultimativen Vogelkackschutz gibt's. Und ja, somit ist das Meal 1 auf jeden Fall ready gemacht. Und hier ja, steht schon der gute Drahtesel, wo ich mich gleich drauf schwingen werde. Stefan hat mich tatsächlich ein bisschen runtergeholt vom täglichen Cardio, deswegen gibt es jeden zweiten Tag Fahrrad. Und ja, an dem Tag, wo ich nicht Fahrrad fahre, gibt es einen schönen Spaziergang morgens. Auch ganz geil eigentlich. Ist jetzt nicht die geilste Natur hier in Berlin, aber so ein bisschen rausgehen an die frische Luft tut morgens schon echt gut. Zurzeit auf jeden Fall sehr, sehr motiviert, sehr, sehr ja, verliebt ins Bodybuilding. War ich zwar davor auch, aber ich sag's immer wieder, so ein richtiges Feuer ist da wieder drin. Ich habe richtig Bock. Ja, so sieht mein Morgen auf jeden Fall aus hier. Und eine Morgenroutine ist auf jeden Fall was ich euch auch ans Herz lege. Ja, ihr startet einfach besser in den Tag, ihr seid ein bisschen getakteter mit dem Ganzen und ja, ihr macht auf jeden Fall langfristig mehr Erfolg oder baut besser auf oder nimmt besser ab, je nachdem, was euer Ziel ist, oder kommt weiter in der Schule, im Studium, im Business, in der Familie. Und ja, startet den Tag auch aktiv, macht noch ein bisschen Cardio morgens, geht spazieren und dann läuft der Hase, fühlt man sich auf jeden Fall besser. In diesem Sinne sehen wir uns nach dem Cardio wieder. So, Fellas, da sind wir am Start, Cardio ist durch. Daily ist ins System geladen worden, 1,5 Liter Wasser, also nochmal drin, sprich wir sind bei 3 Liter. Den Tee habe ich umgeleert, trinke das meiste meines Tagesbedarfs eigentlich so morgens und dann noch im Training. Spät abends trinke ich dann nichts mehr, um einfach nicht ständig aufs Klo zu rennen, aber ja, ist wichtig, wenn man viel Muskeln hat, auf jeden Fall auch die Niere durchzuspülen. Jetzt gibt es erstes Meal, die Monster Mash am Start. Herrlich aus Omas Topf. Wichtig ist nach dem Cardio nicht extrem lang zu warten. Ich hau mir wie gesagt gleich das Daily nach dem Cardio rein, wo auch schon Leucin drin ist, um die Proteinsynthese zu aktivieren. Und ja, guck dann, dass ich so 10-15 Minuten später die erste Mahlzeit esse. Nährwerte sind wie immer irgendwo eingeblendet, was es heute den ganzen Tag zu essen gibt. Und ich schaue mir jetzt das eine oder andere YouTube-Video und ja, werde mich, glaube ich, nach dem Meal noch eine Runde hinlegen, ein bisschen ausruhen. Ich merke einfach, jetzt brauche ich auf jeden Fall mehr Schlaf und Erholung, Regeneration. Also, let the bulk begin. Bis zum nächsten Meal. Jungs, Mädels, da war jemand auf der Ratten, der mich gerade geweckt hat. Es war der Nachbar und er hat angefangen zu bohren. Und somit bin ich wieder am Start. Jetzt ist aber auch Zeit für die nächste Mahlzeit und die zeige ich euch jetzt. In diesem Sinne, ab in die Küche, Pre-Workout mir fetzen. Und man soll sich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Alice ist einfach eine Ehrenfrau. Die hat hier schon die 3 Kartoffelmeals vorbereitet. Und hier 2-mal Reispudding. 100 Gramm Pre-Workout, 100 Gramm Post-Workout. Hier immer noch Salz am Start, abgewogen. Ich gerade 6 Gramm am Start. Und halt das, was noch so von Pre-Workout und anderen Sachen am Start ist. Und hier auf jeden Fall noch ein bisschen drüber für den richtigen Pump. Und da rein kommt jetzt noch 50 Gramm Whey. Dann gibt es das Ganze in die Mikro und dann ja, wird das auf jeden Fall ein geiler Reispuddingkuchen. Gemeinsam mit einem Apfel. Und so, meine Freunde, sieht das Finished Product aus hier. Wie ihr sehen könnt, hat jetzt innen so eine fatschige Konsistenz und außen so kuchenmäßig. Ist richtig geil. Fehlt nur noch eine Geschichte. Und möge ihn ausrollen für die bessere Kohlenhydrataufnahme, den Zimtteppich. So sieht's aus, Apfel dazu und dann sind wir auf jeden Fall am Start. Mein Pre-Workout-Meal
esse ich immer so eine Stunde, 1,5 Stunden. Beim Beintraining auch manchmal 2 Stunden vorher. Aber so 1,5 Stunden ist auf jeden Fall eine gute Zeit. Und dann seid ihr auf jeden Fall gut versorgt. Der Magen nicht allzu sehr belastet. Und dann könnt ihr auf jeden Fall pumpen, Alter. Die Tasche gepackt. Wie ihr seht, what's in my gym bag. Eigentlich nicht viel. Ein paar Bänder, Zughilfen, Kniebandagen. Dann hier kommt dann mein Intra und mein Post-Workout-Shake rein. Und ganz wichtig natürlich das Trainingsbuch. Das schreibe ich jetzt auf. Dann packe ich mein Pre-Intra und Post-Shake und dann geht's los und ab ins Gym. Ich sag's euch, ich habe auch zurzeit ordentlich Hunger immer. Kommt ganz einfach davon, da wir ja noch in der Reverse-Diät, diese englischen Begriffe immer, gell, aber ja, uns in der Phase befinden, wo wir langsam die Kalorien erhöhen. Dementsprechend ist die Insulinsensitivität gut am Start und ja, der Hochofen wird angeheizt. Alice steht schon wieder hinter der Cam und lacht sich ein Brett. Also wisst ihr Bescheid. Alice ist aber auch am Start und wir gehen jetzt ins Training. Was es aber vorher gibt, das zeige ich kurz im Schnelldurchlauf. Erstmal tue ich den Shit vorbereiten und dann kriegt ihr es zu sehen. Die Pre-Workout Armada. Hier haben wir am Start 2 Scoops Crank Pump Pro. Wir haben Beta-Alanin am Start. Das ist ziemlich hilfreich, teste ich gerade auch ein bisschen vermehrt aus. Soll die Ausdauer in den Sätzen erhöhen. Sprich, man soll mehr Wiederholungen rauskitzeln. Hier so 5 Gramm. Koffein nutze ich eigentlich nur an Trainingstagen, wo ich mich nicht so 100% fühle. Aber heute ist ein guter Tag. Dann mische ich jetzt den Intra zusammen. Der besteht aus Cluster-Extrin, 10 Gramm Gras, 25 Gramm Cluster. Hilft einfach den Pump und die Leistungsfähigkeit im Training zu verbessern. Und um den Sack noch zuzumachen vom Daily auch nochmal 25 Gramm. Denn da haben wir auch Leucin drin, da haben wir Glutamin drin, da haben wir Kollagenpeptide drin und Kreatin. Also alles, was die Energiespeicher wieder füllt. Könnt ihr jetzt entweder Intra verwenden oder könnt ihr aber auch Post-Workout verwenden. Was mache ich? Genau, ich mache beides. Ich würde es Intra verwenden, wenn ihr das Ganze jetzt nicht gratis kriegt, so wie ich. Oder es euch nicht leisten könnt, wie gesagt. Heute ist Fokus aufs Essen, Supplements. Ihr müsst auch gar nichts davon nehmen, das funktioniert auch. Könnt ihr Pre-Workout einfach ein bisschen Salz und Wasser nehmen. Schmeckt zwar beschissen, aber hilft auch, euren Pump zu verbessern. Aber ja, Subs, wie gesagt, sind nochmal das Icing on the Cake. Und für alle, die optimieren wollen, für alle, die eine Profikarriere anstreben, für die was alles rausholen wollen, die können es halt dann auch so machen. Somit ist auch schon perfekt. 5 Gramm Glutamin auch noch Post-Workout. Hilft dann auch die Carbs besser anzunehmen. Und ich nehme immer so 2 Magnesiumkapseln, breche die auf und streue die da rein. Sachen sind gepackt. Jetzt ab ins Training und dann wird gepumpt. Ey, sorry. Sind Sie nicht diese Mrs. Olympia? Müssen wir ein Bild machen? Ja. Okay. Ja, da schon wieder meine Jacke stibitzt, ey. Aber ich habe auch eine coole an. Gibt es im Shop zu erwerben bei uns. Und es kommen auf jeden Fall noch ein paar geile Sachen in nächster Zeit. Jetzt auf jeden Fall ab zur Bahn und dann auf in den Bunker heute, auf den Samstag. Oder Alice? Was? Wie läuft die Diät bei dir? Voll gut, 2,5 Kilo schon ab. Alice hat sich am 1. April das Ziel gesetzt, ein bisschen runter zu shredden. Aber ja, da gibt es ja auf jeden Fall Gas, so wie wir jetzt Gas geben sollten.
gerade im Training, habt ihr gesehen. Brust steht an, Push Day steht an. Ja, erstmal die 70er geschwungen. Waren heute auf jeden Fall ordentlich schwer. Hab nur 5 Stück hingekriegt. Bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden mit, aber ja, jetzt ist die Offseason da, um die Gewichte wieder hoch zu pushen. Dementsprechend muss man auch mal was probieren. Hat ordentlich geballert und jetzt nach dem ersten Satz schenke ich mir auch den Intra ein und ja, trinke den dann so bis zur vorletzten Übung ungefähr, dann sollte er weg sein. Und ja, die schnellen Kohlenhydrate, das Clusterdextrin sollte auch dahin, wo es hingehört, in den Muskel. So, 1,5 Stunden später, das Training ist beendet. Das Training hat auf jeden Fall mies reingeklatscht. Ich habe nicht zu viel gefilmt davon, habe mich fokussiert auf die Einheit. Erste Amtshandlung nach dem Training. Alice, Hand her. Jawohl. Ja, wie soll ich das jetzt machen? Ja. Schön Hände desinfizieren, Hände waschen. Und jetzt gibt es hier Post-Workout-Shake in diesen wunderbaren Shaker. Aber wir wollen noch nicht zu viel verraten. Das kommt hier rein. Und dann heißt es wieder ab zur Bahn spazieren. Ich bin dann so in 20 bis 30 Minuten zu Hause. Und dann gibt es, wie ihr vorher gesehen habt, von meiner wunderbaren Dame, meiner wundervollen Frau hinter der Kamera, gibt es das Post-Workout-Meal, den Reispudding, die zweite Ladung. Und zudem sehen wir uns wieder. Hier auf dem Weg zur Bahn gibt es auch einen coolen Bio-Supermarkt. Da gehen wir jetzt rein, denn ich brauche noch was für die Meals später. Das werdet ihr sehen, was das ist. Game-Changer Nummer 1. Kimchi. Sehr, sehr wichtig in eure Ernährung, fermentierte Lebensmittel mit einzubauen. Die bringen euer Mikrobiom, euer Darm, alles auf jeden Fall in die richtige Bahn. Und es ist sehr, sehr gesund und sehr, sehr gut für die Verdauung, dass die ganzen Lebensmittel ankommen. Post-Workout Vibes hier am Start aus dem Office. Es gibt, wie gesagt, die zweiten 100 Gramm Reispudding mit 50 Gramm Whey und dem Zimtteppich, auch wieder ein Apfel dazu. Ganz easy. Keep it simple, keep it effective. Und vor allem schmeckt das Ganze auch noch gut. Das lasse ich mir auf jeden Fall schmecken. Und wisst ihr, worauf ich mich freue? Jetzt gleich hat Alice Massage für uns gebucht. Sprich, ich esse das Meal, esse wahrscheinlich noch eins und dann lassen wir uns eine Stunde durchkneten. Alice tut das Ganze natürlich auch gut und es ist mir auch wichtig, dass ja, man einfach in der Off-Season die Zeit nutzt, mit dem Partner was zu starten, gemeinsam irgendwie was zu unternehmen, ein bisschen zu aktivieren und ja, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache, wo wir gleich hingehen werden. Also ich laber nicht weiter rum, lass mir das Ganze schmecken. Man merkt, ich bin relativ durch, aber so muss auch sein. Let's go. Das duftet aber gut hier, das duftet aber gut. Oh ja. Yeah. Und das sieht aus wie mein fertiges Chicken, Freunde. Und jetzt gibt es die nächste Mahlzeit. Post-Workout-Meal, wie man so schön sagt heutzutage. Kartoffelmies habt ihr ganz kurz heute Morgen schon gesehen. Da drin haben wir immer 400 Gramm Kartoffeln, 100 Gramm Spargel und jetzt kommen hier noch 150 Gramm Fleisch rein. Genau, das Ganze gibt es 3-mal und ja, jetzt gibt es auf jeden Fall einmal und dann müssen wir auch schon ab zur Massage für heute. Dann sehen wir uns zum nächsten Kartoffelmehl wieder. Makros sind eingeblendet, wisst ihr Bescheid. Fast vergessen, den Kimchi hier zu erwähnen. Davon kommt ein bisschen kommt mit rein, 50 bis 100 Gramm. Zurück von der Massage und frisch geduscht melde ich mich natürlich aus der Küche wieder zurück. Und es gibt tatsächlich jetzt
die 2 Kartoffelmeals, was noch offen sind, zusammen. Denn wir waren noch ein bisschen in der Stadt, ist jetzt auch später geworden, aber sowas ist gar kein Problem. Wichtig ist, dass am Ende des Tages die Gesamtmenge passt. In diesem Sinne heize ich mir das jetzt auf, flack mir das in die Beerenbowl und werde das Ganze gediegen verspeisen. Wird dann noch 1-2 Runden zocken, denke ich, und dann muss ich auch noch mal los für mein letztes Meal. Aber was es da gibt, das seht ihr dann. In diesem Sinne, guten Hunger, holt euch was zu essen, wächst mit mir zusammen und bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich bin auf nächtlicher Mission, beziehungsweise abendlicher Mission. Samstagabend, der ein oder andere geht jetzt oder ist jetzt auf dem Weg ins Berghain oder woanders hin. Und was macht der Bär? Er steppt nochmal los, um Magerquark zu holen. Ja, Mann, ich weiß nicht warum, aber dieser Magerquark, Alter, da habe ich gerade die letzten Tage echt ein Auge drauf geworfen. Habe ich einen kleinen Magerquark-Fetisch entwickelt. Es wird genau eine Woche halten, dann werde ich das letzte Meal wieder switchen mit irgendwas. Halte ich mir tatsächlich auch gerade so ein bisschen offen. Entweder habe ich Steak und Eier abends oder Eiklar mit Mandelmus oder jetzt eben Quark oder aber auch das heiß geliebte Ninja Creamy Eis, was Alice macht, aber da das gerade alle ist, ja, und ich mir gedacht habe, komm, gönnen wir uns mal was anderes. Gibt es jetzt abends immer Magerquark, kleine Runde draußen spazieren, so 5 bis 10 Minuten, auch immer ziemlich geil für die Verdauung, gerade nach dem letzten Meal. Deswegen steppen wir rüber zum Laden, packen den Magerquark ein, noch ein bisschen Salat für Alice. Also kurz vor Ladenschluss bin ich noch reingerusht in den Laden und hab den bekommen. Der Speisequark in der Magerstufe. Genau, schmeckt auch wie er aussieht, aber Gott sei Dank habe ich eine... Oh yeah! Alter, das Ding ist herausgeschanzt wie... Ja. Wo ich stehen geblieben war, ich habe Gott sei Dank eine wundervolle Dame, die von More gesponsert wird. Und bei More habt ihr auch relativ geile Geschmacksflavor am Start. Was heißt relativ? Ja, relativ. Ein paar schmecken scheiße, ein paar schmecken gut. Oha. Aber ich glaube, meine Wahl heute ist White Chocolate Pistazio. Kann das was? Du musst ja jetzt sagen, dass das was kann. Nee, ich würde ehrlich gesagt den Quark, dieses Milky Bounty nehmen. Das hier. Und dann vielleicht noch ein bisschen Kokosmakrone dazu. Ich glaube nicht, dass Pistazie schmeckt im Quark. Das habe ich mich halt auch gefragt. Aber dann ist der ganze Leute, was Quark bei dir eben? Ich will nicht, dass... 500 Gramm. Ich bin ja Pistazienlauber, aber man hört auf die Frau, komm, White Chocolate Coconut und ein bisschen von Kokosmakrone. Mische ich da zusammen mit Alices Omas Geheimtipp. Auch hier der Schuss Sprudel für die Cremigkeit und als Fettquelle, als gesunde Fettquelle, ein bisschen 99%ige Schokolade, aber das mische ich, denn ihr habt mich auf Instagram öfters darauf aufmerksam gemacht, dass da viel Koffein enthalten ist. Keine Sorge, ich würde da jetzt nicht die ganze Packung reinfetzen. Und ich habe auch das ein oder andere Mal schon Monster recht spät am Abend getrunken. Aber, wo ihr recht habt, habt ihr recht. Deswegen mische ich ein bisschen was von der Schokolade und was von dem guten Mandelmus hier mit rein. Also habt ihr eine geile Proteinquelle mit dem Quark. Langsam verdauliches Protein, hält euch über die Nacht auf jeden Fall versorgt. Und dann noch eine gute Fettquelle, lässt euch gut schlafen, versorgt euch auch nochmal. Und dann ist das ein geiles Meal. Das lasse ich mir schmecken. Und dann war es das mit dem Full Day of Eating. Dann haben wir es kurz nach 10, halb 11 und dann geht der Bär auch ins Bett. Denn morgen geht es dann wieder früh raus, aber morgen ist Rest Day und dementsprechend will ich auf jeden Fall auch meinen Schlaf reinkriegen. Ihr wisst, 8 bis 9, vielleicht mal sogar 10 Stunden versuche ich reinzukriegen, seit ich Schlafmaske habe, aber ist der Schlaf deutlich besser und damit auch effizienter. Deswegen mit 8 bin ich auf jeden Fall richtig gut am Start. Die 9 nehme ich aber auch gern.
In diesem Sinne, Leute, bleibt stabil, macht es gerne mal nach. Das war's mit dem heutigen Video auf jeden Fall. Heute Fokus aufs Wesentliche, auf die Ernährung, wisst ihr Bescheid. Ja, ihr seid, was ihr isst, beziehungsweise ihr seid, was ihr absorbiert. Deswegen guckt auf jeden Fall, dass ihr euch gesund ernährt, clean ernährt. Das ist gut für die Haut, für die Haare, für die Gains natürlich und fürs Wohlbefinden. Und ja, Mann, dann habt ihr auf jeden Fall einen Einblick in meine Ernährung jetzt im Aufbau bekommen. Das Ding wird auf jeden Fall noch hochgeschraubt die nächsten Wochen, um richtig massiv für Olympia zu werden. In diesem Sinne, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und ein Abo da, würde mich freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Adios.